Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder eine kleine Nähidee für euch und zwar ist es ein Wendebeanie. Das ist eine Mütze für den Winter, ne? Und wie ihr das machen könnt oder wie das Ganze aussieht, das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Wendebeanie. Das sind ja die Mützen, die ihr vorne eher höher an der Stirn tragt, hinten in den Nacken und die dann hinten quasi so diesen Zwergeneffekt quasi haben. Da habe ich für mich jetzt eine gemacht, die auf beiden Seiten gleich ist. Aber da könnt ihr eben unterschiedliche Stoffe verwenden und dann könnt ihr den ganz einfach wenden. Weil wir werden eine Wendeöffnung machen mit einer versteckten Naht. Dann sieht man das auch nicht und dann könnt ihr die Mütze auf zwei Seiten tragen. Und die ist wirklich super einfach gemacht. Das heißt, es eignet sich wirklich auch für Nähanfänger und ich werde euch dann auch zeigen, wie ihr das Schnittmuster dafür ganz einfach berechnen könnt. Und um euch das zu zeigen, es gibt eine Variante, wo ich mit zwei Teilen arbeite. Die Leute, die das nicht gern haben, wenn es hier eine Naht hat, dann könnt ihr das Ganze auch als ein Teil machen. Ich habe das jetzt extra ein bisschen länger gemacht, aber ihr seht, ich habe hier keine Naht, weil wo ich das Ganze zugeschnitten habe, habe ich das unten schon hochgelegt, damit ich eine Bruchkante habe, aber das zeige ich euch dann gleich mit der Schablone, die ich gemacht habe. Das Schöne bei dem, deshalb habe ich es auch ein bisschen länger gemacht, ne, wenn es einigermaßen kalt ist, dann kann man das so tragen, dass ich hier nur zwei Schichten habe und wenn es dann richtig kalt ist, kann ich das halt einfach auch noch hochklappen und dann habe ich über dem Ohr wie quasi zwei Schichten drauf und habe trotzdem immer noch diese Beanie-Form. Deshalb habe ich auch diese Variante hier gemacht. Und dann habe ich auch noch eine Variante gemacht. Ihr seht, die ist auch ein bisschen kleiner. Ich werde euch die Schablone so zeigen, dass ihr die wirklich für Kinder, Erwachsene das berechnen könnt. Ich habe hier eine Variante gemacht, wo ich außen einen Jersey-Stoff habe und innen ein Vlies. Da muss ich allerdings sagen, ich habe das Vlies ein bisschen zu dick gewählt. Also wenn ihr das mit Vlies machen wollt, dann nehmt wirklich ein dünnes Vlies, weil der Effekt, den wir erreichen wollen, ist ja eben, dass ich hinten dass das so ein bisschen runterfällt. Und wenn ihr da einen zu starren Stoff nehmt, dann habt ihr diesen Effekt nicht und das sieht einfach nicht gut aus, wenn das Ding dann irgendwie hinten hochguckt. Von dem her mein Learning hier: Am besten funktioniert es mit Jersey. Wenn ihr mit einem Vlies gehen wollt, dann wirklich ein ganz dünnes. Und es sollten halt einfach elastische Stoffe sein, was bei Jersey der Fall ist. Also hier mit Baumwoll-Webware zu arbeiten, wird schwierig. Ich würde auch bei dem, wenn ihr das Vlies ist nicht so elastisch wie das Jersey, da würde ich auf jeden Fall 2 cm dann zum Kopfumfang dazugeben, wenn ihr das berechnet. Ansonsten hier könnt ihr ganz einfach den Umfang eures Kopfes nehmen, aber das zeige ich euch jetzt gleich mit der Berechnung, wie ihr das machen könnt. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist nicht wirklich viel. Ich empfehle euch, eine Schablone zu machen. Für die Maße nehmt ihr ganz einfach euren Kopfumfang und rechnet den durch 2. Bei mir sind es 58, durch 2 sind 29 und so habe ich ein Blatt zurechtgeschnitten, was 29 in der Breite und in der Höhe würde ich so zwischen 28 und 30 cm gehen. Bei Kids würde ich da eher oder bei Kindern würde ich da eher auf 25 cm gehen. Ich bin bei mir, da es ein A4-Blatt ist, sind es 29,7 cm, also fast 30 cm. Was ich dann gemacht habe, ist es einfach zweimal gefaltet, der Länge nach. Und dann bin ich hier 8 cm runter, habe mir hier eine Markierung gemacht und hier einfach so einen Bogen in die Spitze geschnitten. Und so habt ihr dann wunderbar eure Schablone.
Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Ihr könnt den Beanie mit zwei verschiedenen Stoffen machen oder mit zwei gleichen Stoffen, aber als Einzelstücke machen. Dafür nehmt ihr den Stoff hier nur auf der Seite, die Bruchkante. Das heißt, ich habe den Stoff für ein Stück einfach doppelt gelegt, respektive natürlich auf der Rückseite, ne? Den Stoff hier einfach doppelt gelegt, dass ich hier die Bruchkante habe das dann draufgelegt und die Form entsprechend ausgeschnitten. Das heißt, hier drüben wird nicht geschnitten, nur hier die Kurve und dann hier drüben. Und so bekommt ihr dann so ein Stück. Und das könnt ihr eben, entweder ihr macht zwei gleiche Stoffe oder ihr macht unterschiedliche Stoffe, weil man kann es ja eben wenden. Ich habe hier jetzt als Beispiel zwei gleiche Stoffe. Das ist die eine Möglichkeit. Ich habe ja beim anderen Beanie, das ist ja ein durchgängiges, das hat hier keine Naht unten und dafür, um das zu machen, habe ich es ganz einfach so gemacht, dass ich den Stoff nicht nur hier im Bruch genommen habe, sondern ich habe den zuerst hochgelegt. Das heißt, ich hatte zwei Lagen so und dann habe ich ihn so hingelegt, dann habe ich 4 Lagen aufeinander. Und dann habe ich hier unten nicht geschnitten und hier nicht geschnitten, sondern nur hier diese Kurve. Und so habt ihr dann, wenn ihr es aufklappt, quasi liegt dann euer Stoff so. Na, dann habt ihr hier keine Schnittkante, sondern das ist dann alles zusammen und dann habt ihr unten diese Kronen und oben die Kronen. Das sind die zwei Varianten, wie ihr das machen könnt. Schablone, wie gesagt, extrem einfach erstellt. Dann nebst dem Stoff habe ich noch was zum Anzeichnen. Ich habe eine Nähnadel auf dem Tisch, weil wir werden dann die Wendeöffnung mit einer Leiternaht verschließen oder Matratzennaht. Dann habe ich Nadeln, ich habe die Wonderclips auf dem Tisch. Ich werde mit einem weißen Faden nähen. Geschnitten habe ich teilweise mit dem Schneiderlineal und dem Rollschneider und logischerweise oben die Kanten mit der Stoffschere. Und natürlich brauchen wir auch noch die Nähmaschine, aber das ist wirklich auch schon alles. Was wir als allererstes machen hier, wir legen die beiden Stücke rechts auf rechts aufeinander, das heißt, die schönen Seiten gucken sich an. Und stecken dann die untere Kante fest. Als allererstes werden wir hier diese Kante nähen und zwar mit einer elastischen Naht. Das heißt, ich nehme hier einen Zickzackstich. Ich werde auf eine Breite von 4 gehen und auf eine Distanz von 3 oder 2,5. Und so nähe ich hier Nähfüßchen, also ich orientiere mich hier an Nähfüßchen und so nähe ich das hier alles komplett einmal runter. Wichtig beim Nähen, ne, ihr habt gesehen, zieht da nicht am Stoff dran. Und bei Jersey ist es wirklich wichtig, lasst den einfach schön in die Maschine reinlaufen und gebt da mit der flachen Hand die Richtung vor. Und durch diesen Zickzackstich haben wir hier auch eine elastische Naht. So, jetzt bereiten wir den nächsten Schritt vor. Ihr macht das Ganze auf und legt das so aufeinander. Das heißt, eure Naht ist jetzt in der Mitte.
Könnt ihr auch schön aufeinander legen. Und das hier schon mal festmachen. Und dann müssen oben die Kronen natürlich auch aufeinander passen. Die mache ich hier einfach mal in der Mitte fest. Und das auch auf der anderen Seite. Was ihr auch gleich euch markieren könnt, ist eine Wendeöffnung. Und zwar brauchen wir in einem der beiden Seiten eine Wendeöffnung. Ich würde das hier ungefähr, ihr werdet hier runternähen. Und da werde ich hier eine Wendeöffnung machen von ca. 5 cm. Was ihr dann auch noch machen könnt, ist jeweils ab dieser Kante 2 cm runter euch so eine Markierung zu machen, damit ihr wisst, dass ihr einfach bis zu diesem Punkt runter näht. Mir kurz einen ganzen Lineal. Bin ich auch schön gerade. Ich mache das kurz auf beiden Seiten. Wozu haben wir jetzt diese Markierung gemacht? Ihr werdet jetzt 4 Sachen nähen, und zwar die jeweils Außenseiten, oben und unten. Ich werde es so machen, dass ich hier das Füßchen oder die Nadeln nach links ausrichte, das heißt hier knappkantig runternähe. Und damit ich hier nicht so eine Ecke bekomme, sondern das wirklich rund ist, werde ich quasi so hier entlang nähen und gucken, dass ich dann hier bis zu diesen 2 cm rauskomme. Das heißt, ich nähe hier quasi diesen Bogen und dann habt ihr dann auch nicht solche Ecken drin. Das heißt, wir nähen einmal hier runter, dann auf der Seite, ich beende das kurz, weil das nicht von der anderen Seite, da fange ich hier an und nähe das so runter und hier gehe ich nicht bis zu den 2 cm, sondern ich fahre da wirklich weiter, weil das ist die offene Seite, die müssen wir ja zumachen und da nähe ich einfach runter bis zum der ersten Markierung von der Wendeöffnung, das heißt hier runternähen. Dann auf der anderen Seite nähe ich hier auch wieder diese Krone bis runter zu den 2 cm und dann gehe ich hier auf der anderen Seite, wo offen ist, nähe ich hier runter, alles runter, 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 runter. Hier einfach drauf gucken, dass ihr die Nähte schön aufeinander habt. Alles runter bis zum anderen Teil der Markierung. Wir kommen hier runter und hier gehen wir nur, von der Seite kommen wir nur bis hier, damit wir hier eine Wendeöffnung haben. Das heißt, hier näht quasi einmal hier bis zur Wendeöffnung, einmal hier bis zur Wendeöffnung und einmal hier bis zu diesen 2 cm. I'm your
Was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist, dass ihr das mit einem Gradstrich näht und dass ihr am Anfang und am Ende jeweils verriegelt. Das ist noch wichtig. Und jetzt habe ich hier diesen Teil genäht. Ich habe hier bis zum oberen Teil der Wendeöffnung genäht. Von der Seite hier runter bis zum unteren Teil der Wendeöffnung. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Teil, der offen ist. Und auf der Seite noch hier runter. Und jetzt könnt ihr die Kronen jeweils auseinanderziehen und hier die Nahtzugaben aufeinander legen. Da lege ich jeweils eine auf rechts und eine auf links. Einfach schön die Naht aufeinander, dann die untere hoch und die obere runter. So mache ich das kurz fest. Und dann sollten hier eigentlich die Kanten schön aufeinander liegen. Und das auch auf der Seite. So dass es hier schön in der Ecke endet. Und dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Und so näht ihr das jetzt einmal runter. Das heißt, wir hatten ja hier die Markierung bei 2 cm, das heißt, ihr fangt hier an und geht dann so hoch, dass ihr hier auch wieder Nähfüßchen nach links ausgerichtet, ihr orientiert euch hier mit dem Nähfüßchen an dieser Kante, auch mit einem Gradstich am Anfang verriegeln und dann näht ihr hier entlang alles rüber, bis auf der anderen Seite auch wieder runter bis zu dieser 2 cm Markierung. Das heißt, die geht hier runter und geht dann so raus. Auch hier wieder verriegeln. Und das macht ihr auf beiden Seiten. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky, when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, I will let my guard down. I wanna love out loud, talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna love out loud, talk a little deeper, kiss a little harder. Und jetzt haben wir hier oben alles vernäht und auch auf der anderen Seite. Somit können wir das Ganze wenden. Und da habt ihr eine Wendeöffnung und dadurch könnt ihr das jetzt durchziehen. Und bei der Wendeöffnung, ihr könnt, wenn ihr sicher seid, dass ihr eine immer innen tragen werdet, könntet ihr das auch mit der Nähmaschine nähen, knappkantig. Aber ich wollte euch kurz noch die Leiternaht zeigen. Das ist eine versteckte Naht quasi, so dass man das Ganze eben dann auch wenden kann. Dazu brauchen wir Nadel und Faden. Ich habe den auch schon aufgezogen und am Ende einen Knoten gemacht. Und jetzt geht ihr da, wo ihr aufgehört habt zu nähen, unter die Nahtzugabe auf der einen Seite und kommt auf Kante hoch. So versteckt ihr den Knoten innen drin. Und jetzt geht es darum, dass ihr dieses Stück einfach immer schön, das heißt, ihr geht
jetzt auf derselben Höhe auf die andere Seite und geht auf der Kante rein und nur so ein paar, 2, 3 Millimeter und dann wieder hoch. Und dann geht ihr auf die andere Seite wieder auf derselben Höhe, 2, 3 Millimeter durch und wieder hoch. Dann wieder auf die andere Seite auf derselben Höhe, 2, 3 Millimeter nach vorne und wieder hoch. Immer schön einfach auf der Kante nähen. Und das macht ihr jetzt, bis ihr da angelangt seid, wo die Wendeöffnung fertig ist. We went to a small bar with neon lights. Talked about everything that was on our mind. Macht es wirklich in kleinen Abschnitten, dann kriegt ihr hier auch nicht so ein Wellental. Dann könnt ihr es noch ein bisschen zurechtziehen. Und so seht ihr nichts von dieser Naht. Und am Ende geht ihr da einfach nochmal da rein, wo ihr wart. Und bevor ihr das ganz durchzieht, geht ihr einmal durch die Schlaufe durch und zieht es so fest, es gibt dann einen kleinen Knoten. Sicherheitshalber könnt ihr das auch zweimal machen. Auch wieder durch die Schlaufe durch, festziehen. Und dann geht ihr mit der Nadel einfach in den Stoff rein, nah an dem Knoten, geht einfach so ein bisschen innen drinne hoch, natürlich nur durch einen Stoffteil. Und wenn ihr da festzieht, dann seht ihr quasi den Knoten so ein bisschen rein, dann sieht man den auch nicht mehr so gut. Und dann könnt ihr das hier abschneiden. Und so verschwindet das auch drinnen. Und jetzt könnt ihr das eine Teil in das andere reinstülpen. Und damit die Naht hier unten schön liegt, könnt ihr das auch noch bügeln. Aber so habt ihr euren Wendebeanie. Das heißt, ihr könnt den auf der einen Seite tragen und eben, wenn ihr unterschiedliche Muster habt, dann könnt ihr den auch wenden und den auf der anderen Seite tragen. Von dem her, so einfach habt ihr eine Mütze gemacht und ja, das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!